Im Fach Architektur ist es an der Hochschule Karlsruhe üblich, die Masterarbeit ansprechend und handlich in einem Buch zu präsentieren. So sieht also die Masterarbeit von Nathalie Sinn aus. In dieser Masterarbeit hat sie sich mit dem Idealbild der sogenannten gesunden Stadt beschäftigt. Beispiel dafür war ein typischer Block in der Innenstadt von Karlsruhe, wo es einen Zusammenhang zwischen Straße, Haus mit verschiedenen Läden und geschlossenem Hof gibt. Ein Baustein der gesunden Stadt: mehr Grünanteil. Das bedeutet auch weniger Asphalt und mehr Erde, also die Entsiegelung des Bodens. Wenn wir mehr Grün und wenn wir mehr Bäume in die Stadt setzen, hat es nicht nur Einfluss auf die Entsiegelung, sondern auch direkt auf den Menschen. Ein Baum produziert Sauerstoff, er trägt dazu bei, dass er die Luft reinigt, aber er spendet auch Schatten und somit wird zum Beispiel auch der Boden weniger erhitzt und wir haben eine geringere Lufttemperatur in den Städten und vor allem im Sommer hat das natürlich einen sehr großen Effekt. Der zweite Punkt ist, wenn ich die Bäume sozusagen in Grünbändern denke und die Grünstrukturen auch vernetze, dann schaffe ich es, dass ich natürlich auch schnellere Wege habe der Bewohner zu Erholungsflächen. Es gibt Studien, die beweisen, dass wenn ich ein Grünraumangebot habe in direkter Nähe, dass es positiv auf meine Psyche wirkt. In ihrer Masterarbeit hat Nathalie Sinn untersucht, wo und wie Flächen entsiegelt werden könnten und mehr Grünraum entstehen könnte. Eine Entsiegelung des Bodens ist auch deswegen sinnvoll, damit bei starkem Regen das Wasser schnell ins Grundwasser sickern kann. Allerdings gibt es auch strenge Auflagen. Zum Beispiel muss eine gute Zufahrt für die Feuerwehr jederzeit gewährleistet sein. Nathalie hatte bei dem schon lange bestehenden Block mit seinem Innenhof für Anwohner einige Verbesserungsvorschläge. Die Schwierigkeit lag aber zum Beispiel darin, dass verschiedene Stellen und Eigentümer Mitspracherecht haben und eigene Interessen verfolgen. Von außen sieht der Betrachter verschiedene Fassaden aus unterschiedlichen Epochen. Anhand der Grundrisse weiß Nathalie aber, dass einige Einheiten zusammengelegt wurden und zum Beispiel Verwaltungsstellen der Stadt einen großen Anteil ausmachen. Sie hat erarbeitet, wie man den Block sinnvoll umgestalten könnte. Dabei musste sich Nathalie mit immer neuen Themengebieten beschäftigen, fächerübergreifend und sozusagen ganzheitlich denken. Auf der einen Seite haben wir das Tiefbauamt für die Elektroleitung, wir haben das Gartenbauamt für die Bäume, wir haben Stadtplanungsamt, Bauamt, aber auch die Bauingenieure für die Straßenplanung, für die Verkehrszuschnitte und für die Leitkonzepte von Fahrrädern, Autos und Fußgängern. Und dann haben wir auch nochmal die städtische Feuerwehr, die sozusagen auch mit im Boot ist und gewährleisten muss, ob die Rettung noch funktioniert über die Straßenräume. Also der Raum Straße ist sehr komplex, da kommen einfach sehr viele Beteiligte zusammen. Aber sie sitzen eigentlich alle an einem Tisch und das war sozusagen meine Idee, auch zu sagen, ihr braucht eine klare Vision, wo ihr hin möchtet. Und wir müssen alle Hebel da in Bewegung setzen, dass wir sozusagen dahin kommen, auch den Menschen nicht kranker zu machen im Stadtleben, sondern die Gesundheit zu erhalten. Die klaren architektonischen Elemente des Entwurfs waren vor allem durchlüftbare Wohnungen zu schaffen, sozusagen Grundrissänderungen vorzunehmen, dass eine Querlüftbarkeit gewährleistet ist und auch, dass jede Wohnung einen privaten Freiraum erhält, entweder einen Balkon oder eine Loggia. Weitere Themen waren Fassadenbegrünung und auch, wie man das Erdgeschoss behandelt. Da muss man sich letztendlich entscheiden, möchte man das Erdgeschoss nach außen öffnen zum Straßenraum. Das war jetzt mein Vorschlag, sozusagen das Gewerbe nach außen zu öffnen. Es soll den Straßenraum bespielen, auch die Nutzungen anbieten und sozusagen den Hof dann nur für die Bewohner vorzuenthalten. Zu Nathalies Arbeit gibt es noch ein Mitmachmodell an der HKA. So kann man selbst zum Akteur der Umgestaltung werden und die Straßenräume nach eigenen Bedürfnissen gestalten. Im Setzkasten finden sich Bäume, Fahrradwege, Fußwege, E-Roller, Autos, Anlieferflächen für die Gewerbe und so weiter. Am Modell kann man dann testen und nachvollziehen, wie veränderbar, aber auch wie komplex die öffentlichen Straßenräume sind. Nach meinem Abschluss hier an der Hochschule Karlsruhe 2024 arbeite ich mittlerweile in Ludwigshafen in einem Architekturbüro. Außerdem bin ich immer noch an der Hochschule tätig im Lehrauftrag Städtebau, hier im Fachbereich Architektur und arbeite mit den Studierenden vor allem in Stadtentwicklungskonzepten und Stadtbausteinanalysen. Für ihre hervorragende Abschlussarbeit hat Nathalie Sinn bei unserer akademischen Jahresfeier den Preis der Seeger und Dürr Stiftung für das Jahr 2024 bekommen. Herzlichen Glückwunsch!